Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und heute geht es um etwas, das auf den ersten Blick eher technisch wirkt, aber tatsächlich in der Praxis einen riesen Unterschied macht zwischen einer Therapie, die wirkt, und einer Therapie, die quasi einfach nur durchläuft, ohne dass eigentlich irgendetwas passiert. Es geht konkret um die Anwendung mit Elektroden, also um die Elektrodenanlagen. Viele von Ihnen kennen das. Man bekommt ein Bild, eine Vorlage, eine Anlage gezeigt, vielleicht aus einem Seminar, aus einem Buch von einem Kollegen. Und dann nimmt man eben genau dieses Bild, legt es bei jedem Patienten an, der ähnliche Beschwerden hat. Und ja, das klingt praktisch, ist aber ehrlich gesagt manchmal genau das Gegenteil von Therapie. Diese Folge ist absichtlich etwas ausführlicher als sonst, denn die Elektrodenanlage ist eines der Themen, bei denen ich in über 20 Jahren Praxis und Lehre am häufigsten erlebe, dass Therapeutinnen und Therapeuten unsicher werden, sobald die Standardanlage einfach nicht mehr greift. Also nehmen wir uns heute mal die Zeit, das wirklich von Grund auf zu sortieren. Von der historischen Entwicklung über die Theorie bis zu ganz konkreten Entscheidungshilfen für Ihren Praxisalltag, also für Ihre Anwendung, praktische Anwendung der Mikrostromtherapie. Bei uns intern gibt es dafür einen Satz, den ich auch in unseren Seminaren immer wieder bringe, und zwar Copy and Paste wird schnell zu Copy and Waste. Was steckt dahinter? Wenn man eine Elektrodenanlage einfach kopiert, von Patient zu Patient, ohne sie an die individuelle Situation anzupassen, entsteht das, was man eine diversitäre Redundanz nennt oder nennen könnte. Man wiederholt ein Muster, das vielleicht beim letzten Patienten gepasst hat, aber beim aktuellen schlicht nicht zur Ursache passt. Das Ergebnis ist dann ein systematischer Fehler. Nicht, weil das Gerät nicht funktioniert, sondern weil die Anlage am falschen Ort ganz einfach sitzt. Und genau das ist der Punkt, den ich heute ein bisschen vertiefen möchte. Eine Elektrodenanlage ist eine Idee und kein Rezept. Wenn die Anlage stimmt, aber der Erfolg trotzdem ausbleibt, da schauen wir jetzt mal ein bisschen näher rein. Stellen Sie sich einen chronischen Knieschmerzpatienten vor. Die naheliegende Reaktion, Elektroden aufs Knie, Therapie starten, lokal, fokussiert, genau dort, wo es weh tut. Das war übrigens auch historisch der erste Ansatz, mit dem wir in der Mikrostromtherapie überhaupt gearbeitet haben. Man hat den Schmerz sozusagen in ein Fadenkreuz genommen und um dort den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Eine sehr intuitive und nachvollziehbare Vorgehensweise. Haben wir speziell mit dem Klinikmaster im Jahr 2000 ja begonnen, schon diese Vorgehensweise zu etablieren. Das kann hervorragend funktionieren, wenn die Ursache tatsächlich im Knie liegt. Postoperativ zum Beispiel, nach einer klaren Verletzung, wo man die Ursache nicht lange suchen muss, dann ist die lokale Anlage genau richtig. Direkte Einflussnahme auf das Gewebe, gezielter Scan, schnelle Reaktion. Aber wenn der Knieschmerz eigentlich, nehmen wir mal das Beispiel, aus der Hüfte, aus dem Fuß, aus dem Sprunggelenk, aus einer biomechanischen Kette, die sich nur im Knie zeigt, aber dort nicht entsteht, dann kann ich mich am Knie therapeutisch, nennen wir es mal, tot behandeln. Ich werde einfach keinen nachhaltigen Effekt erzielen. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen Segen und Fluch der Mikrostromtherapie zugleich, weil wir eben hier ganz klar im Stoffwechsel arbeiten, in der Zellregulation. Und da müssen wir natürlich an die Ursache herankommen, also die Ursache einmal identifizieren und finden. Hier lohnt sich aber erstmal ein genauer Blick auf das, was die Mikrostromtherapie eben physiologisch überhaupt leisten kann und was nicht. Bei einer klassischen Leitungsanästhesie wird die Reizweiterleitung in einem Nerv unterbrochen. Klarer Fall. Der Schmerz wird vereinfacht gesagt auf dem Weg zum Gehirn blockiert, unabhängig davon, wo die eigentliche Ursache liegt. Das ist mit Mikrostrom nicht vergleichbar. Auch wenn der Effekt einer schnellen Schmerzlinderung ähnlich wahrgenommen wird, wir unterbrechen keine Reizweiterleitung. Wir beeinflussen lokal direkt im behandelten Gewebe die Stoffwechselprozesse, also Dinge wie ATP-Produktion, Membrantransport, Zellkommunikation. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Eine Leitungsanästhesie wirkt überall dort, wo der Nerv verläuft, unabhängig vom Ort der Ursache. Mikrostrom wirkt dort, wo Elektroden liegen, und nur dort. Liegt das eigentliche Problem woanders, bleibt logischerweise
der Therapieerfolg einfach aus. Ganz egal, wie konkret die Anlage am Knie selbst sitzt. Dass Muskel- und Gelenkschmerz tatsächlich an einem ganz anderen Ort entstehen können, als es empfunden wird, ist auch außerhalb der Mikrostromtherapie ganz gut beschrieben. Der Schmerzforscher Siegfried Menze hat in einer viel zitierten Übersichtsarbeit im Deutschen Ärzteblatt dargelegt, dass eine anhaltende Reizung von Schmerzrezeptoren in einem Muskel zu einer Überregbarkeit von Nervenzellen im Rückenmark führen können und einer sogenannten zentralen Sensibilisierung. Diese kann dazu führen, dass Schmerzen eben in ganz anderen Körperregionen projiziert werden, als die in der eigentlichen Reizquelle liegen. Und dass ein muskulärer Hartspann häufiger eher die Folge einer schmerzhaften Läsion in einem anderen Muskel oder Gelenk ist, als deren eigentliche Ursache, hat Menzel 2008 publiziert. Das deckt sich sehr genau mit der klinischen Beobachtung, von der ich gerade gesprochen habe. Das Knie kann schmerzen, ohne dass die Ursache dort überhaupt liegt. Auch aus der Bewegungs- und Faszienforschung gibt es dafür anatomische Erklärungsmodelle. Thomas Myers hat mit seinem Standardwerk Anatomy Trains, kennen sicherlich viele von Ihnen, ein wirklich sehr, sehr empfehlenswertes Buch, wird auch hier in den Shownotes und natürlich bei uns auf der Internetseite verlinkt. Durchgehende myofasziale Verkettung beschrieben, die sich über mehrere Gelenke und Muskelgruppen hinweg einfach erstrecken. Und Richter und Hepken haben in ihrem Werk zur Triggerpunkte und Muskelfunktionsketten in der Osteopathie systematisch dokumentiert, wie sich solche Ketten in der manuellen Therapie diagnostisch und therapeutisch einfach nutzen lassen. Von Richter und Hepken in 2007 publiziert worden. Und das ist keine rein theoretische Beschreibung. Aktuelle biomechanische Untersuchungen mit Ultraschall-Bewegungsanalyse konnten direkt zeigen, dass sich eine Bewegung im Sprunggelenk messbar bis in die Oberschenkelmuskulatur fortpflanzt, über genau diese myofaszialen Verbindungen, von denen Myers spricht. Mit anderen Worten, die Vorstellung einer Kette vom Fuß über Knie bis zur Hüfte ist keine bloße Praxiserfahrung, sondern lässt sich inzwischen auch biomechanisch nachweisen. Was an dieser Stelle noch interessant ist, selbst wenn man rein lokal am Knie arbeitet, lässt sich der zelluläre Wirkmechanismus vom Mikrostrom inzwischen relativ konkret beschreiben. Was wiederum erklärt, warum eine lokale Anlage bei einer tatsächlich lokalen Gelenkproblematik auch zellbiologisch Sinn macht. Eine 2024 in dem Biomedical Engineering Letters veröffentlichte Untersuchung konnte zeigen, dass die Mikrostimulation an Knorpelzellen die entzündungsfördernde Signalkaskade über den sogenannten NFKB-Signalweg hemmt und dabei sowohl die Produktion knorpelabbauender Enzyme verringert, als auch im Tiermodell der Arthrose den Abbau von subchondralen Knochenstrukturen reduziert. Ist von Lee et al. In 2024 publiziert worden. Das ist ein konkreter zellulärer Mechanismus dafür, warum eine lokale Mikrostromanwendung am Gelenk selbst etwas bewirken kann, eben weil sie direkt auf die Entzündungsprozesse in dem behandelten Gelenk wirkt. Nur löst dieser Mechanismus naturgemäß kein Problem, dessen Ursache gar nicht im Gewebe unter den Elektroden liegt, sondern in der Kette davor oder eben danach. Ein zweites Beispiel aus der Praxis, das dieses Prinzip noch deutlicher macht, ein Schulterproblem. Auch hier ist die intuitive Reaktion, lokal an der Schulter zu arbeiten, aber gerade Schulterproblematiken haben sehr häufig einen statischen Hintergrund. Also eine Fehlhaltung, eine muskuläre Dysbalance, die den ganzen Schultergürtel in eine ungünstige, nennen wir es mal, Position zieht. Wenn man in so einem Fall stattdessen systemisch arbeitet, also das gesamte System reguliert, kommt der Schultergürtel von selbst in eine bessere Position und das Schultergelenk funktioniert einfach wieder besser und kann sich regenerieren. Das ist natürlich kein Widerspruch zur lokalen Anlage. Es ist schlicht eine andere Strategie, die je nach Ursache eben die bessere Wahl sein kann. Das ist der Kern. Eine feste Anlage ohne Kontext ist oftmals riskant, nicht weil sie falsch wäre, sondern weil sie eine Wahrscheinlichkeit ist, eine, ja, nennen wir es mal 50-50 Chance, könnte man sagen, und keine Garantie. Heute kann man eine bestimmte Anlage bei einem Patienten hervorragend einsetzen, funktioniert auch super, morgen beim nächsten Patienten mit ähnlichen Beschwerden überhaupt nicht. Und das Schwierige dabei, das schlimmste Ergebnis, das mit dem Gerät eben passieren kann, ist nicht etwa ein Schaden, sondern schlicht, dass einfach nichts passiert. Keine Reaktion, kein Fortschritt. Und da muss man sich fragen, habe ich vielleicht das falsche Programm gewählt?
oder wer im FSM-Bereich arbeitet, natürlich habe ich hier vielleicht falsche FSM-Zusammensetzung, mein falsches FSM-Rezept sozusagen gewählt, oder habe ich schlichtweg etwas übersehen, weil die Mikrostromtherapie wirkt. Das haben wir in vielen, vielen Podcast-Episoden, in Studien nachgewiesen, dass wir hier de facto eine zellmetabolische Reaktion hervorrufen können. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich ein Problem beim Patienten habe, lokal oder wie auch immer arbeite, habe aber keine Reaktion, gibt es eigentlich nur 3 Möglichkeiten. Entweder habe ich tatsächlich den Zustand vorher und nachher nicht korrekt evaluiert, dass ich sozusagen Ergebnisse wegschenke, das habe ich auch schon des Öfteren gesehen. Andere Variante ist, das Gerät funktioniert überhaupt nicht, hat vielleicht einen Defekt, es ist ein Kabel gebrochen, kann natürlich auch sein. Dritte Variante ist, ich habe etwas übersehen. Deshalb unterscheiden wir eigentlich grundsätzlich zwischen 2 Strategien der Elektrodenanlage. Die lokale Elektrodenanlage, also die direkte Einflussnahme auf das betroffene Gewebe, ideal bei Trauma, postoperativen Situationen, also dort, wo die Ursache klar abgrenzbar ist und man sich eben eng fokussieren kann. Und die sogenannte globale Anlage. Nennen wir es mal eine ganzheitliche Therapie, die sehr gut auch kombinierbar ist im Übrigen mit manualtherapeutischen oder osteopathischen Techniken, Dehntechniken und so weiter und vor allem eine ursächliche Therapie, denn hier geht es nicht um den Ort des Symptoms, sondern um die Kette dahinter. Historisch hat sich das so entwickelt, der ursprüngliche Ansatz vor über 20 Jahren war die sogenannte Davos-Methode, also da, wo es weh tut, ne, da, wo es schmerzt. Also genau die lokale, symptomorientierte Anlage, mit der wir eben begonnen haben und dann über die Jahre an Austausch in Kursen, in Seminaren kristallisierten sich einfach völlig unterschiedliche Schulen, nennen wir es mal heraus. Ja, wir haben Anwender, der eine ist Osteopath, der andere ist Heilpraktiker, der andere ist klassischer Orthopäde, der andere arbeitet eher nach welchem Verfahren, manualtechnischen Verfahren auch immer. Aber alle arbeiten sie mit dem gleichen Gerät, aber eben mit komplett unterschiedlichen Grundannahmen. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ein Osteopath in unserem Umfeld zum Beispiel behandelt eine Knieproblematik konsequent über andere Faszienbereiche und ist damit erfolgreich. Mein langjähriger Freund und auch Partner Matthias Rother dagegen arbeitet fast ausschließlich mit einer Systemanlage. Die verläuft von den Füßen zur Halswirbelsäule, Sacrum im Frontalbereich und kombiniert eben das Ganze mit der Lichttherapie an den reflektorischen Muskelpunkten. Beginnend am Zwerchfell, dann über die unteren Extremitäten und über bestimmte Muskelpunkte nach oben. Seine Begründung dahinter: Das eigentliche Grundproblem liegt in der Regel ganz woanders, als es das Symptom zeigt. Und mit der Systemanlage plus eben der Kombination aus der Lichttherapie kombinieren wir einfach manualtherapeutische Techniken, relativ simple Techniken. Und damit kommt man oftmals viel, viel schneller zum Ziel und vor allem nachhaltiger als mit einer reinen Symptombehandlung. Noch eine dritte Schule, die ich an dieser Stelle erwähnen möchte, weil sie das Bild einfach vervollständigt, das Regulationskonzept, wie es zum Beispiel Heilpraktiker Burkhard Hock viele Jahre vertritt, der ja auch schon nahezu 20 Jahre die Mikrostromtherapie forciert in seiner Praxis einsetzt. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht von der Hock-Schmerztherapie oder von den Büchern, von den hervorragenden Büchern, muss ich sagen, die er veröffentlicht hat. Und die Grundidee dahinter ist fast schon philosophisch, kann man sagen. Jede Zelle im menschlichen Körper will im Grunde physiologisch korrekt arbeiten. Wenn eine Zelle oder ein Zellverband nicht richtig funktioniert, muss es nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung eine konkrete Ursache dafür geben. Das Symptom ist dann oftmals einfach nur die beobachtbare Wirkung. Aus diesen Gedanken heraus geht es in diesem Konzept darum, die Ursache zu suchen, zu identifizieren und gezielt zu therapieren. Und ich spreche hier jetzt nicht über die Wahl von etwaigen Programmen oder von etwaigen Frequenzzuständen beziehungsweise von Frequenzprotokollen, sondern es geht konkret um die Anlage der Elektroden. Und dabei werden 3 Grundbedingungen für eine gesunde Zellregulation unterschieden. Erstens die Versorgung und die Entsorgung mit Nährstoffen beziehungsweise Abfallstoffen. Zweitens die Bereitstellung von ausreichend Energie und drittens die Koordination der Abläufe, also die eigentliche Zellsteuerung. Sind diese 3 Bedingungen erfüllt, gibt es nach diesem Modell keine Ursache mehr für einen krankhaften Zustand im Gewebe. Eine Regulationsstörung entspricht dann
zum Beispiel genau einem schmerzhaften Zustand, kann man so sagen. Lassen Sie mich den ersten Punkt dieser 3 Punkte, die Ver- und Entsorgen, nochmal etwas konkreter machen, weil er einfach gut zeigt, wie praktisch dieses eigentliche recht abstrakte Modell gemeint ist. Ein zentraler Mechanismus dahinter ist das osmotische Druckverhältnis an der Zellmembran. Durch eben die Diffusion können Flüssigkeiten, darin gelöste Teilchen, über die semipermeable, also halbdurchlässige Zellmembran hindurch treten. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass eine Zelle sich überhaupt selbst regulieren kann, dass also Nährstoffe hinein und Abfallstoffe einfach heraustransportiert werden können. Sind diese Grundbedingungen am Zellrand nicht ausreichend erfüllt, kann genau dadurch eine Störung der Zellregulation entstehen, mit der Folge, dass Beschwerden oder eine handfeste Symptomatik auftreten kann. Das ist also kein vager Gedanke, sondern eine sehr konkrete Vorstellung darüber, was auf zellulärer Ebene schiefläuft, wenn ein Gewebe nicht richtig funktioniert. Und genau hier setzt das Regulationskonzept therapeutisch an, nicht primär am Symptom, sondern an der Wiederherstellung dieser zellulären Grundbedingungen. Ich erzähle Ihnen das nicht, um eine dieser Schulen als die einzig richtige darzustellen. Im Gegenteil, das Spannende dabei ist, dass alle 3 Ansätze, die lokale Davos-Methode, die systemische Anlage und das Regulationskonzept in der Praxis funktionieren können. Mit demselben Gerät, an demselben Patienten, aber mit völlig unterschiedlicher Logik dahinter. Das zeigt sehr deutlich, es gibt nicht die richtige Elektrodenanlage, es gibt unterschiedliche in sich schlüssige Denkmodelle, die Sie kennen und bewusst auswählen sollten, statt einfach unreflektiert eine Vorlage nach eben dem Copy-and-Paste-Verfahren zu übernehmen. Dass auch ein bewusster, breiterer, nicht rein lokalerer Ansatz bei myofaszialen Beschwerden klinisch dokumentiert ist, zeigt übrigens auch eine Studie im Journal of Bodywork and Movement Therapies. Die wurde veröffentlicht von Karen McMakin zur Behandlung chronischer myofaszialer Schmerzen im unteren Rücken. Bei therapieresistenten Patienten, die zuvor auf andere Verfahren nicht ausreichend angesprochen hatten, wurde mit einer hier frequenzspezifischen Mikrostromanwendung eine deutliche und über mehrere Behandlungssitzungen anhaltende Schmerzreduktion erreicht. Das wurde 2004 bereits publiziert. Das Ganze unterstreicht noch einmal mehr, dass die Wahl der Strategie lokal, systemisch oder kombiniert tatsächlich einen messbaren Unterschied im Behandlungserfolg machen kann, gerade bei Patienten, bei denen ein erster eng lokaler Versuch nicht ausreichend gegriffen hat. Eine weitere kontrollierte Studie aus dem Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents untersuchte gepulste, niedrigintensive elektrisch-neuromuskuläre Stimulationen bei Patienten mit myofaszialen Schmerzsyndrom, der Halswirbelsäule spezifisch. Also genau jenem Beschwerdebild, das durch multiple Triggerpunkte und faszielle Verspannungen über mehrere Ketten hinweg einfach gekennzeichnet ist. Innerhalb von 2 Wochen sank der Schmerzwert auf der visuellen Analogskala in der Behandlungsgruppe von 7 auf durchschnittlich 3,8 Punkte, während die Kontrollgruppe deutlich weniger profitierte. Das wurde in 2016 publiziert. Die Autoren begründeten die Wirkung unter anderem mit einer Normalisierung der Bioelektrizität der Zellen, ein Gedanke, der sich auffällig eng mit dem deckt, was wir gleich noch zum Regulationskonzept besprechen. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist dafür eine systemische, nicht punktgenaue Logik, beispielsweise bei der klassischen Lymphanlage. Da geht es gar nicht darum, einen 100%igen Punkt exakt zu treffen, sondern darum, die Lymphperistaltik in der jeweiligen Extremität anzuregen. Die Anlage hat sich historisch so entwickelt, dass wir über bestimmte Bereiche wie dem Akupunkturpunkt Dickdarm 4 zwischen Daumen und Zeigefinger und den oberen und an den unteren Extremitäten der Niere 1 unterm Fuß genutzt haben. Es ist ein systemischer Ansatz, kein punktgenauer. Die genaue Millimeterposition der Elektrode ist hier eigentlich zweitrangig gegenüber der Frage, ob der Lymphfluss in der richtigen Region angeregt wird. Kommen wir nun zu einem weiteren Bereich, und das ist eigentlich so auch der Schluss, warum eigentlich eine globale Anlage funktioniert.
Also warum funktioniert eine globale ursächliche Betrachtung überhaupt? Dahinter steckt nämlich ein Konzept, das wir in unseren Seminaren als Tensegrity-Modell bezeichnen. Der Begriff Tensegrity setzt sich zusammen aus tensional Integrity, also etwas, kann man sagen, die Spannungsintegrität. Das Grundprinzip daraus stammt ursprünglich aus der Architektur und Skulptur. Strukturen, die nicht durch starre Verbindungen stabil sind, sondern durch ein ausgewogenes Zusammenspiel von Zug- und Druckverhältnissen, die sich über das gesamte System verteilen. Das ist das Grundprinzip. Verändert sich die Spannung an einer Stelle, verändert sich automatisch auch die Spannung an einer ganz anderen, scheinbar unverbundenen Stelle, weil alles über dieselbe Struktur eben miteinander verbunden ist. Auf den menschlichen Körper übertragen heißt das, wir funktionieren nicht wie eine Kette aus einzelnen unabhängigen Bauteilen, die man separat reparieren kann, ähnlich wie bei einem Auto, bei dem man ein defektes Teil austauscht. Wir sind ein durchgehend gespanntes, vernetztes System. Auf zellulärer Ebene zeigt sich das ganz konkret über 3 miteinander verbundene Strukturebenen. Das ist die Membranmatrix, also die Zellmembran selbst, das Zytoskelett, also das innere Stützgerüst einer jeden Zelle, und die extrazelluläre Matrix, also das Bindegewebe und die Faszienstrukturen zwischen den Zellen. Diese 3 Ebenen sind über kleine Verbindungsstrukturen, sogenannte Tubuli, mechanisch und biochemisch durchgehend miteinander verbunden. Horizontal innerhalb einer Gewebschicht und vertikal über mehrere Gewebschichten hinweg. Das bedeutet ganz praktisch, eine mechanische Veränderung an einer Stelle, wie etwa eine Narbe, eine alte Verletzung, eine chronische Fehlhaltung im Sprunggelenk, pflanzt sich über dieses Netzwerk aus Faszien, Zytoskelett und Bindegewebe fort und kann an einer völlig anderen Stelle im Körper, zum Beispiel im Knie, als Symptom in Erscheinung treten. Das Knie selbst ist dabei völlig unauffällig im Sinne von strukturell intakt, also es trägt nur die Spannung, die woanders entstanden ist. Genau deshalb kann ein Problem im Sprunggelenk im Knie ankommen. Der Körper ist kein Setzkasten aus unabhängigen Teilen, sondern ein gespanntes, vernetztes System, in dem lokale Reize sich systemisch auswirken können und umgekehrt systemische Interventionen lokal wirksam werden können. Dieses Bild ist inzwischen auch in der aktuellen Fachliteratur außerhalb der Mikrostromtherapie gut etabliert. Ein 2026 erschienenes Übersichtspapier zur fasziengerichteten Interventionen in der Rehabilitation beschreibt das Fasziensystem ausdrücklich als dreidimensionales Kontinuum durch den ganzen Körper, in dem Spannung aus einer Region in entfernte Bereiche übertragen werden können, also ein Tensegrity-artiges biomechanisches Modell. Ist 2026 im Frontier erschienen von Bordoni und Escher. Und auf zellulärer Ebene wird genau dieses Prinzip, wie wir es eben beschrieben haben, in einer systematischen Übersichtsarbeit zur Faszien- und Tensegrity bestätigt. Tensegrity-Prinzipien steuern dort über das Zytoskelettnetzwerk das mechanobiologische Verhalten der Zelle und ermöglichen es ihr, adaptiv auf mechanische Belastung zu reagieren. Klinisch unterstützt dieses Faszien-Tensegrity-Modell unter anderem auch den Einsatz von myofaszialer Entspannungstherapie und gezielter Dehntechnik, um die Funktion und Integrität über das gesamte Spannungsnetzwerk einfach wiederherzustellen. Das ist auch der Grund, warum wir bei Luxamed bei uns bewusst zwischen Systemanlage, Regulationsanlage und individuell kombinierten Anlagen unterscheiden und warum diese Methodik, die ursprünglich aus der klassischen BCR-Therapie, die haben wir ja mal begründet, diesen Begriff, der kommt ja von uns, BCR, Biological Cell Regulation Therapie, stammt, eben durch kein starres Rezeptbuch, sondern ein Denkmodell, das individuell angepasst werden muss. Wenn man das Tensegrity-Prinzip einmal verstanden hat, wird auch nachvollziehbar, warum eine rein lokale, symptomorientierte Anlage einfach manchmal an ihre Grenzen kommt. Sie behandeln die Stelle, an der die Spannung sichtbar wird, nicht notwendigerweise die Stelle eben, an der sie entsteht. Ein kleiner, aber spannender Exkurs zum Schluss dieses Themenblocks. Viele kennen die Regel,
Rot, also wenn wir jetzt bei den Kanälen mal bleiben, also den Kabeln, wo wir die Klebeelektroden ja anschließen, haben wir Anode und Kathode. Rot, also die Anode, immer distal applizieren, schwarz die Kathode proximal. Das ist eine Vorstellung, die haben wir lange mitgetragen, tatsächlich. Sagen wir mal so bis 2010 vielleicht, also 10 Jahre, gute 10 Jahre. Diese Vorstellung geht auf ein Grundprinzip von Robert O. Becker zurück und sein Buch The Body Electricity, in dem der Mensch als ein elektrisch geladenes System mit einer Polarisation zu den Extremitäten hin beschrieben wird. Becker war Orthopäde und Forscher, der in den 1960er und 70er Jahren bioelektrische Phänomene im Körper untersucht hat, unter anderem im Zusammenhang mit Knochenheilung und Regeneration. Seine Arbeiten gehören zu den frühen wissenschaftlichen Grundlagen, auf die eigentlich die klassische BCR-Therapie sich beruft. Und in der Praxis zeigt sich allerdings, bei automatisierten Systemen, wie jetzt beispielsweise beim Luxamel, spielt eben diese Polarität faktisch keine Rolle mehr. Schon alleine deshalb, weil wir bei uns im Automatikmodus gar keine konstanten, feststehenden Polaritäten nutzen und das Gerät eben in Automatik über das Feedback-Verfahren, über den Therapiealgorithmus diese Polarität automatisch bestimmt. Wenn die Polarität tatsächlich entscheidend wäre, ja, das muss man sich vor Augen führen, müsste sich das in der Praxis in inkonsistenten Ergebnissen zeigen. Das ist aber logischerweise nicht der Fall. Die Kombinationen der Anlage, also Rot, distal, schwarz, proximal, ist daher eher, sagen wir mal, eine historische, gewachsene Konsistenz, die in der eigentlichen therapeutischen Darstellung heutzutage nicht mehr notwendig ist. Und dazu noch eine kleine Anmerkung. Man muss immer betrachten, die Polarität hat einen maßgeblichen Einfluss, ob wir in einem hypo- oder hypermetabolischen Zustand uns befinden im Gewebe, sollte also de facto auf keinen Fall vernachlässigt werden. Wir haben ja eben auch über die osmotischen Druckverhältnisse gesprochen, hat auch darauf einen sehr, sehr großen Einfluss. Und das sind eben nicht die Frequenzen, die diesen Einfluss bestimmen, sondern in dem Fall konkret tatsächlich die Polarität. Und der Mensch ist zwar ein, wenn man so will, geladenes DC-System, aber der Gewebewiderstand, den wir haben, ist ein kapazitiver Widerstand und kein Gleichstromwiderstand. Und eben gerade aus diesem elektrotechnischen Prinzip heraus ist abgeleitet klar, dass wir durch eben auch den Wechsel der Polarität hier das Ganze entsprechend vernachlässigen können. Interessanterweise ist die Polaritätsfrage auch in der Forschung nicht eindeutig in eine Richtung entschieden. Eine im Journal of Advanced Research veröffentlichte biomechanische und histopathologische Studie zur Sehnenheilung untersuchte gezielt den Einfluss der Polarität bei Mikrostromanwendung und fand einfach unterschiedliche Effekte, je nach gewählter Polarität, auf den Heilungsverlauf. Das zeigt, ist in 2012 veröffentlicht, Polarität ist physiologisch nicht grundsätzlich bedeutungslos, habe ich ja auch erklärt, im Zusammenhang mit des kapazitiven Widerstand. Aber ob eine automatisch wechselnde Polarität im Alltagseinsatz rot zwingend distal und schwarz zwingend proximal liegen muss, ist genau eben diese Unterscheidung, die für uns grundsätzlich einfach keine Rolle spielt. Was dagegen sehr eindeutig belegt ist, gerade in Bezug auf die belegt ist eben die Position der Elektroden hat selbst einen messbaren Einfluss auf die tatsächliche Feldstärke im Zielgewebe. Eine tiermedizinische Studie zur Anwendung von Mikrostrom an der oberflächlichen Beugesehne bei Pferden konnten nämlich zeigen, dass die Elektrodenplatzierung die effektive Feldstärke im Zielgewebe signifikant beeinflusst und mit deutlichen Unterschieden je nach Anlagerichtung, etwa proximal, distal gegenüber mediolateral, einfach ganz klar unterschiedlich ist. Mit anderen Worten, und das ist in 2006 von Lin et al. Veröffentlicht worden, mit anderen Worten, wo genau die Elektroden liegen und in welche Richtung das Feld verläuft, ist physikalisch relevant. Ja? Kleiner Tipp dazu, überlegen Sie sich mal, welche Funktion ein horizontales Gewebe, ein horizontaler Bereich hat und was ein vertikaler Bereich hat. Also es hat sowohl funktionell als auch biomechanisch bzw. biostatisch durchaus einen Unterschied. Und warum es eben nicht egal ist, ob Sie eben lokal oder systemisch anlegen. Ich erzähle Ihnen das nicht, um die Geschichte klein zu machen, sondern weil es eben ein schönes Beispiel dafür ist, wie wichtig es ist, Annahmen regelmäßig zu hinterfragen. Machen wir ja auch. Wir sind ja in der Forschung regelmäßig tätig, statt
einfach Dinge weiterzugeben, nur weil das immer schon so gemacht wurde. So, kommen wir mal zum nächsten Teil, wenn wir schon bei den technischen Details nämlich sind. Eine Frage, die mir häufig auf Seminaren gestellt wird, ist, ob sich die 4 Kanäle, wir haben ja ein 4-Kanal-Mikrostromgerät schon immer, wir hatten auch einen Zweitkanal, ein kleines Gerät, wird auch wieder eins dazukommen in sehr kurzer Zeit, aber grundlegend arbeiten wir ja mit 4 Kanälen, was ja auch wichtig ist, um eben die Strukturen auch gerade systemisch gut erreichen zu können, was mit 2 Kanälen einfach in der Form nicht möglich ist. Und die Frage ist halt, können sich zum Beispiel die Kanäle gegeneinander stören, wenn man mehrere Anlagen gleichzeitig kombiniert, zum Beispiel eine Lokalanlage am Knie und gleichzeitig eine Lymphanlage. Ja? Die Antwort hier ist ganz eindeutig nein. Wir verfügen immer schon über galvanisch getrennte Stromkreise, also eine Interferenz zwischen den Kanälen ist technisch einfach nicht möglich. Ja, weder eine konstruktive noch eine destruktive Interferenz. Man kann also bedenkenlos mehrere Strategien gleichzeitig kombinieren, ohne dass sich die Kanäle gegenseitig beeinflussen. Wenn das so wäre, dann muss man auch ein bisschen aufpassen, gerade in dem Bereich der FSM, frequenzspezifischen Mikrostromtherapie, ist es natürlich wichtig, dass die Frequenz, die auf meinem einen Kanal, also nehmen wir mal Gewebsfrequenz, logischerweise nicht beeinflusst wird von der Frequenz, von der Zustandsfrequenz von einem anderen Kanal. Also technisch gesehen ist es ganz, ganz wichtig. Ein zweiter praktischer Punkt betrifft die Lichtkanäle. Das ist ein wichtiger Aspekt. Die Lichtkanäle sind ja bei uns zugeordnet. Wir haben 2 Lichtkanäle, 4 Mikrostromkanäle, haben also hier eine fixe Zuordnung. Der Lichtkanal 1 ist unserem A-Kanal zugeordnet und der Lichtkanal 2 eben dem C-Kanal. Das heißt, die Farbe, in der ein Lichtkopf sozusagen leuchtet, gibt Ihnen auch indirekt eine Auskunft darüber, wie aktuell die Polarität des Kanals zugeordnet ist, was in der Praxis natürlich ein nützliches und kleines Feedback-Signal sein kann, wenn man gerade jetzt im Automatikbereich arbeitet und einen schnellen visuellen Anhaltspunkt braucht, ohne extra dabei aufs Display schauen zu müssen. Und wenn wir gerade bei der punktgenauen Anwendung sind, eine ältere, aber nach wie vor relevante Arbeit aus dem Cranio Journal beschäftigt sich gezielt mit der Identifikation und Behandlung von Triggerpunkten eben mittels Mikrostrom, ist von Dupont et al. 1999. Der Kerngedanke dort, bevor man überhaupt eine Anlage festlegt, lohnt es sich aktiv nach Triggerpunkten zu palpieren, also nach jenen kleinen hyperirritablen Knoten im Muskelgewebe, die bei Druck typischerweise in andere Regionen ausstrahlen. Das ist im Grunde eine sehr praktische Brücke zwischen unserem Block über die myofaszialen Ketten und der konkreten Frage, wo Sie die Elektroden eigentlich platzieren sollten. Nicht blind nach Schema, sondern dort, wo die Palpation tatsächlich eine Reaktionszeit zeigt und das natürlich im Strahlungsgebiet. Da kann man natürlich auch wieder die Dermatome mit hinzunehmen. Man kann jegliche Bereiche, wenn Sie als Heilpraktiker mehr im Bereich der TCM arbeiten, kann man natürlich auch diese Aspekte nehmen. Man kann Organbereiche hinzuziehen, wenn Sie aus der osteopathischen Ecke, viszeral-osteopathischen Ecke kommen und so weiter. So, zum Abschluss dieses praktischen Blocks noch ein Hinweis zu einer alternativen und bei der Elektrodenanlage in der Praxis, was oft übersehen wird. Es gibt ja auch leitfähige Handschuhe und Socken. Statt eben der klassischen Klebeelektroden kann man bei bestimmten Anwendungen, etwa an den Händen oder den Füßen, einfach auch leitfähige Textilien einsetzen, ja, die mit einem feinen Metallfaden durchwoben sind. Der Vorteil ist, dass man schnelles An- und Ablegen, gerade wenn die Patienten über einen längeren Zeitraum ruhig sitzen und behandelt werden sollen. Wichtig dabei zu wissen, wenn Sie die als Behandler oder Behandler selbst mit bloßen Händen im Stromkreis eingebunden sind, also wenn Sie es als Behandler nutzen, natürlich, weil Sie eine Elektrode in der Hand halten, während Sie manuell arbeiten. Das ist therapeutisch natürlich unbedenklich, Sie sind aber halt im Stromkreis eingeschlossen, das kann man natürlich einfach mit klassischen Einweg-Latex beziehungsweise Handschuhen lösen. Aus hygienischer Sicht ist allerdings hierbei zu bedenken, dass solche Textilelektroden anders als die Klebeelektroden grundsätzlich gereinigt werden müssen, bevor sie beim nächsten Patienten zum Einsatz kommen. Das sollte man natürlich berücksichtigen. Was nehmen Sie aus dieser Folge jetzt praktisch mit? Ich habe Ihnen hier mal 4 konkrete Punkte aufgezeichnet. Erstens, stellen Sie sich bei jeder Anlage die 3 Grundfragen, die wir auch in unseren Seminaren immer wieder stellen.
Was ist die Idee der lokalen Applikation in diesem Fall? Was macht eine lokale Applikation, macht die überhaupt Sinn? Und was sollte ich dabei beachten? Insbesondere, habe ich die eigentliche Ursache wirklich schon ausgeschlossen oder behandle ich nur den Ort, an dem sich das Symptom zeigt? Diese 3 Fragen kosten vielleicht eine Minute Nachdenken vor der Behandlung, aber sie können den Unterschied machen zwischen einer Therapie, die nachhaltig wirkt und einer Therapie, die vielleicht einfach nur einen kurzfristigen Effekt beim Patienten zwar vielleicht bringt, aber einfach am Ende Zeit verbraucht. Zweitens, fragen Sie aktiv nach, statt nur das Symptom einfach zu betrachten, das Ihnen vom Patienten genannt wird. Patienten berichten nicht automatisch alles. Eine alte Narbe, habe ich schon erlebt, eine alte Blinddarmnarbe vor über 25 Jahren, Blinddarm raus, natürlich schon quasi vergessen, hat tatsächlich einen Einfluss gehabt. Ein früheres Trauma. Also Beispiel der Klassiker natürlich Halswirbelschleudertraumata. Durch einen Auffahrunfall, Autounfall oder andere Unfälle. Ein Sturz, der vor Jahren nie wirklich behandelt wurde. Gerade Heilpraktiker, die mit dem Konzept von Störfeldern arbeiten, wissen, wie relevant solche übersehenen Faktoren einfach sein können. Eine Narbe kann je nach Lage und Vorgeschichte ein lokales Störfeld bilden, das sich auf eine ganz andere Körperregion auswirkt, ohne dass der Patient von selbst auf die Idee käme, das eben zu erwähnen, weil er den Zusammenhang gar nicht vermutet. Nehmen Sie solche Aspekte aktiv mit, gerade in die Anamnese, also in die Patientendiskussion, bevor Sie sich sozusagen auf eine Anlage festlegen. Drittens, erlauben Sie sich eine Strategie zu wechseln. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Das Ganze ist ein Feedback-Verfahren. Wenn die erste nicht greift, wenn Sie nach der angemessenen Anzahl der Sitzungen keine Reaktion sehen und ich sehe eine angemessene Anzahl von Sitzungen bei maximal 1 oder sagen wir mal vielleicht 2, um eine angemessene Reaktion zu sehen. Das ist einfach mein Erfahrungsmodell der letzten, über 25 Jahre. Und das ist kein Grund, einfach so weiterzumachen wie bisher, sondern man kann natürlich ein ganz klares Signal bekommen, die Anlage zu hinterfragen. Wechseln Sie vielleicht von lokal zu systemisch, kombinieren Sie beides oder umgekehrt. Und dank der 4 galvanisch getrennten Kanäle ist das ja technisch auch überhaupt gar kein Problem, ohne dass sich die Anlagen gegenseitig beeinflussen lassen. Und 4, nutzen Sie eigene individuell angepasste Anlagen, statt jede Vorlage unverändert zu übernehmen. Das System gibt Ihnen die Möglichkeit, eigene Elektrodenanlagen auch abzuspeichern. Sie können die aufzeichnen. Genau dafür ist ja diese Funktion darin gedacht. Und am Ende des Tages sage ich immer, die Antwort auf die richtige Elektrodenanlage gibt Ihnen der Patient und die Pathologie, die Funktion hinter dem Problem selbst, wenn man natürlich hier entsprechend spezifisch testet und nachfragt. Ja, das ist im Grunde die professionelle Antwort auf die Frage Copy and Paste, also nicht blindes Kopieren einer fremden Vorlage, sondern dem bewussten Aufbau eines eigenen und begründeten Repertoires, was wir jetzt hier eben in dieser Episode, denke ich, ausführlich besprochen haben. Also eine Elektrodenanlage ist somit keine Schablone, die man einfach überträgt. Sie ist eine Idee, ein Ausgangspunkt, den Sie an die Situation, die Anamnese und den Befund Ihres jeweiligen Patienten anpassen müssen. Lokal, wenn die Ursache lokal ist, global, wenn es sie eben nicht ist. Manchmal beides gleichzeitig, eben dank der Möglichkeit hat man natürlich hier, dank der technischen Möglichkeit hat man natürlich hier alle Voraussetzungen und auch immer an die Kombination mit der Lichttherapie denken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich hoffe, diese etwas ausführlichere Folge gibt Ihnen ein bisschen mehr Sicherheit dabei, Anlagen nicht nur zu übernehmen, sondern wirklich zu verstehen, ob Sie eher der symptomorientierten Davos-Logik zugeneigt oder der systemischen Sichtweise mit dem Regulationskonzept oder, was in der Praxis ohnehin am häufigsten vorkommt, einer ganz eigenen. Denn daher kommt ja das ganze System. Es ist ja über unsere Fortbildung, über unsere Seminare, über den Austausch mit den
vielen, vielen hundert Ärzte, Therapeuten, nicht nur in Deutschland, wir sind ja auch im Ausland sehr aktiv. Ich war viele Jahre sehr viel in Italien, habe da sehr viele tolle Therapeutinnen und Ärzte kennengelernt. Gerade im Bereich der Osteopathie ist mein Empfinden, ist es in Italien ja auch ein anderes. Dort ist es ja alles mehr auch universitär gelagert und da gab es ganz, ganz tolle Diskussionspunkte und auch gute Ansätze und gute Kombinationsideen und so ist das Ganze ja dann auch am Ende entstanden. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Schauen Sie auf jeden Fall mal in die sozialen Medien hinein, gucken Sie mal, was es dort immer so Neues gibt von uns und seien Sie gespannt auf die nächste Podcast-Episode. Und nicht vergessen, abonnieren Sie bitte unseren Podcast und empfehlen Sie diesen natürlich auch sehr gerne weiter. Ja, in dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.